Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Ruti. Ich bin im Dschungel Boliviens, auch wenn es nicht so aussieht. Das ist die größte Stadt im Norden, Riberalta. Da steht die Ruti. Das ist eine Tankstelle. Habe ich gerade aufgetankt. Kanister vollgetankt. Es wird heute ein Stück geben, 400 Kilometer oder so, ohne Tankstelle. Ist besser, wenn man was dabei hat, und manchmal unterwegs die Tankstellen, die haben ja nichts. Die Erfahrung haben wir ja gemacht. Und ja, von meinem Sturz, Fuß ist geschwollen, meine Zahnprobleme sind noch da, meine Klamotten sind noch nass, mein Helm ist noch nass, aber es geht weiter. So, die erste Station ist die Tankstelle, die wir in der letzten Folge angesteuert haben, wo wir dann uns entschieden haben, weiterzufahren. Dann ist dunkel gekommen sind in den Starkregen und ich mich aufs Maul gelegt habe und also nicht, beim tiefen Loch. Hier ist der Beweis, dass die Sachen noch nass sind. Das Mikrofon ist noch etwas voller Wasser. Der dumpfe Ton, ihr kennt das schon, wir hatten das schon öfters in anderen Etappen. Deswegen helfe ich ein bisschen mit Nachvertonung aus. Von der. Um nochmal an die letzte Folge zu erinnern, da habe ich mich auf die Schnauze gelegt, weil ich noch ein bisschen weiterfahren wollte von der Tankstelle, die heute eben diese erste Station ist, wo ich letztes Mal nicht übernachten wollte und dann nach Riberalta gefahren bin mit dem Frank. Es ist dunkel geworden, Starkregen hat eingesetzt und ich habe mich auf die Schnauze gelegt. Jetzt habe ich hier 2 Tage in Riberalta Pause gemacht. Fuß ist noch geschwollen und die sonstigen Wehwehchen habe ich ja schon im Intro erwähnt. Jetzt fahren wir wieder zurück zu dieser Tankstelle und ich sehe erstmals, wie die Straße aussieht tagsüber, und man sieht auch noch die Reste vom Regen. Insgesamt ist das Ziel die berühmt-berüchtigte Todesstraße. Das heißt, es geht raus aus dem Dschungel, was noch ungefähr 900 Kilometer sind. So, hier möchte ich jetzt was trinken. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe mein Regencape verloren. Dieses blaue Ding, was ich hier so drüber hatte. Oh Mann. Ich bin jetzt halt schon über 200 Kilometer gefahren. Da ging es halt jetzt so runter durchs Wasser. Da kann ich jetzt noch mal schauen, ob es da irgendwo liegt, aber wahrscheinlich eher nicht. Shit. Oh Mann. Wie nervig. Ich trinke jetzt erstmal was hier. So,
Hier sieht es aus wie frisch geteert. Da vorne sind auch so Fahrzeuge. Es riecht auch nach Teer. Aber hier ist halt, also da vorne war schon gesperrt oder so. Naja, da stand ein Traktor. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und da bin ich einfach vorbeigefahren. Und hier ist ja auch alles normal noch. Aber da unten willst du halt nicht fahren. Jetzt ist die Frage, da hinten sieht es besser aus, ob ich diese 100 Meter auf dem Teer da fahren kann. Vielleicht am Rand. Nicht hier runter, das ist halt ziemlich so kiesig. Da rutscht du runter wahrscheinlich. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht auch nicht so langsam darüber fahren. Wie sieht das hier aus? Sieht echt sehr schlecht. Mal so vielleicht. Voll nach Teer, die Teer da die Straße. Keine Ahnung, wo ich da hin soll. Hier runter soll. Muss so sein. Gar nicht so dramatisch, wie es mir sein will. Hier, nein, danke. Klar, da kann man das durchqueren, aber muss es sein? Nein, der fährt auch. So sind halt die Sperren, das sind keine richtigen Sperren, man weiß es nicht. Es gibt halt keine andere Straße, man muss halt da lang. Ah ja.
geil. Angekommen in der Unterkunft. Der Preis ist 25, zahlt der Frank, ich zahle 30. Also es gab ein besseres Zimmer für 80 Cent mehr. Und wir haben geknobelt. Ich habe Kopf gezogen. Und das sind 4 Euro. Frank zahlt 3,50. Das ist das Zimmer. Und das ist mein privates Bad, mein privates Klo. Da kann man sich nicht beschweren. Oh, hier könnte man sogar waschen. Ich müsste so dringend waschen. Und es gibt hier so eine Tonne. Das ist der Herr des Hauses. Und Hängematte, alles da. Richtig cool. Das ist halt so ein Ding, das gibt es natürlich nicht bei Google und so. Ich bin vorbeigefahren, habe es gesehen und habe dann gefragt, sag mal, wie sieht es nach Zimmern aus? Und hat er gesagt, ja. Und als er gesagt hat 25, habe ich erst gedacht, ich hätte es falsch verstanden. Aber ist richtig. Die anderen wollten, also beim Frank war bei einem, die wollten 150. Das ist natürlich außerhalb unseres Budgets. Oder was wir nicht zahlen wollen. Und ich war bei einem, da habe ich 80 draus gehandelt. War aber, also, ja, war ein bisschen schicker vielleicht das Zimmer. Aber eigentlich dasselbe. Deswegen, es ist mega top, mega schön. So ein privates Ding gefällt mir ja eh immer am besten. Hier so Blümchen vor der Tür. Schön gerade geduscht. Und jetzt wollte er mit uns direkt zu so einer Lagune führen, aber nach jetzt irgendwie, wir sind schon 400 Kilometer gefahren heute. Es reicht. So, die fliegen. Heute geht es nach Cuernavaca, die letzte Stadt im Dschungel hier. Und 100 Kilometer, 3 Stunden Fahrt. Manche sagen, die Strecke soll unglaublich schwierig sein. Ein anderer hat jetzt gesagt, die halbe Strecke ist asphaltiert. Wir werden sehen, es ist ein bisschen windig. Mal sehen, wie das Wetter wird. Ich warte jetzt hier auf den Frank, trinke gerade eine Limonade. Und da kommt er. Schauen wir mal. Vielleicht hat er noch einen Platten. Er hat jetzt gerade mal aufgepumpt. Und dann schauen wir mal.
ist ein klein bisschen windig. Ich hoffe, man kann mich trotzdem hören. Das sieht jetzt nach echtem Asphalt aus. Noch 23 Kilometer. Hier ist ganz schön, aber die Strecke, es ist allgemein jetzt bisher so in Südamerika, es sind die Baustellenstücke, so wie das jetzt, oder halt, wo die Lastwagen und die Autos die Piste kaputt gefahren haben, das ist das Schwierigste. Mich ganz schön durchgequält jetzt. Aber geschafft. Jetzt trinke ich einen Schluck Cola. Warme Cola. Und dann nehmen wir den Rest in Angriff. Schönen guten Morgen. Ruren Abacke. Eine Nacht habe ich hier geschlafen. Das ist das Hostel hinter mir. Und wir haben gerade noch gefrühstückt. Das Coole an dem Hostel ist, es ist ein Pool. Es ist jetzt zum ersten Mal in Bolivien, dass ich einen Pool habe. Nur deswegen habe ich auch in dem Hostel übernachtet. Das hat jetzt 60 Bolivianos gekostet im Dormroom. 5 Betten. Ja, ich habe grauenvoll geschlafen. Gibt natürlich keine Klimaanlage. Und ja, Pool ist cool. Ich glaube, Frank bleibt noch, so wie ich das verstanden habe. Ich fahre aber jetzt weiter. Deswegen steht auch schon das Bike rausgefahren, gepackt. Und ich wollte noch mal zeigen, das ist hier direkt am Fluss. Also schön ist es hier schon. Das sieht so fast so aus, ein bisschen wie Südostasien. Diese Berge und so, ist halt eine ganz andere Umgebung als jetzt in dem anderen Teil des Dschungels, wo es alles ziemlich flach war. Ja, sehr schön. Wie ist die Lage? Eigentlich alles gut am Bike, soweit. Habe es jetzt nicht so richtig, nichts gemacht eigentlich seit gestern. Es ist ein bisschen bewölkt, was ganz nice ist, weil es nicht so brutal heiß ist. Also heiß ist es schon, aber dann knallt die Sonne nicht so. Soweit die Lage am Bike. Bei mir, mein Fuß ist immer noch geprellt. Die Innenseite ist okay, Außenseite tut weh, gerade so beim Treppenlaufen hier. Tut weh, aber ja, es dauert einfach noch ein paar Tage. Bin mir sicher, das ist nur geprellt. Und das andere ist halt die Zahngeschichte. Ich musste in La Paz zum Zahnarzt. Ich habe mir schon das ist immer ein ganz guter Tipp, bei der Botschaft kann man, also auf der Seite der Botschaft, der deutschen Botschaft, kann man immer nach Ärzten gucken, die irgendwie auch Englisch sprechen oder die empfohlen werden. Da sind 2 in La Paz. Da macht er jetzt schon 2 Wochen rum. Medizinisches Mundwasser und so weiter und so weiter. Bleibt mir wohl nichts übrig, als da zum Arzt zu gehen. Deswegen ist auch ein Grund, warum ich schneller weiter will. Und ja, ein bisschen was habe ich noch zu packen. Dann geht's. Hier schläft Jamie übrigens, den wir hier wieder getroffen haben. Der Australier. Mal zeigen, sein Bike steht auch da. Tenere 660. Da steht sie. Ja, so, jetzt muss ich mal ein bisschen machen. Sonst komme ich nicht mehr los. Aber ich bin gut in der Zeit, es ist erst 10 Uhr. Wow.
Erster Stopp ist, surprise, surprise, Tankstelle. Geht los mit Kurven. So, Steinschlag. Den kann man wohl nicht wegräumen, da bindet man einfach so ein gelbes Band drum und dann kommt klar damit. Ich weiß nicht, wo der genau runtergekommen ist. Ja. Jedenfalls ist hier wieder schön Schotterpiste. Und ich habe ja so wenig Profil hinten drauf, jetzt wo es so steil ist und steinig, da merke ich schon, also da greift es halt gar nicht mehr. Hauptsache, ich kriege keinen Platten. Das ist eigentlich meine größte Angst, weil ihr wisst ja, dass ich keine Pumpe mehr habe, also dass die kaputt ist. Man hört es vielleicht, es geht eine leichte Brise, super angenehm. Das ist der erste Pass. Ich bin hier oben, habe hier mal angehalten, weil es hier echt eine geile Aussicht ist. Und ja, man wird hier lebend gefressen. Ich musste direkt, man kann hier keine 5 Minuten stehen bleiben, da wirst du gefressen von den Moskitos. Musste direkt DEET auspacken, also Mosquito Repellent. Sonst, das geht gar nicht. Jetzt, wo ich hier den Pass drüber bin, kühler ist nicht geworden. Es sind 39 Grad jetzt. Ist auch wieder brutal. Ich habe jetzt mal beschlossen, ich mache mal eine Trinkpause. Und hier gibt es Kokosnussmilch mit Mandel. Schmeckt gut. Und ich trinke natürlich noch mein obligatorisches Powerade dazu. Die Dame hier ist die Chefin. Das ist ein Kiosk. Ja. Sapecho se llama. Ah? El lugar se llama Sapecho. Sapecho. Es el único distrito orgánico que produce orgánicamente todas sus producciones. Ah, okay. Bajo normativas del municipio. Okay. En mayoría la producción, casi el 90% es orgánico. Also es ist hier Sapecho. Und sie sagt, dass hier wird 90% alles ist organisch produziert. Also keine Zusatzstoffe und so. Also ich habe das Powerade jetzt zurückgehen lassen, weil es so lecker ist und erfrischend. Dann habe ich noch so eins genommen. Und das Powerade kostet auch 10, das ist 1,50 und das hier kostet 2. Oh oh, das sieht nach Regen aus. Ich riech's schon. Ist nass. Scheiße. Ah, 2 Kilometer vom Ziel. Kotzig.
So, ich bin zwar schon pitschnass, aber irgendein Hund kläfft. Aber ich habe mich jetzt trotzdem mal hier untergestellt. Oh Mann, no. Das ist wirklich 1 Kilometer. Ich meine, ich bin ja schon in dem Ort, glaube ich. Ich wollte eigentlich noch zu dem nächsten Ort fahren jetzt. Mal schauen. Jetzt mache ich erstmal hier Päuschen. Oh, meine Flasche habe ich dann doch noch verloren. Echt ein Fluss auf der Straße. Also, das ist mein Reich für heute. Hier mit Garage, also quasi das ganze Ding ist in der Garage. Und da sind auch noch so 2 Griechen, die haben sich in Peru das Moped gekauft und fahren auch morgen Richtung La Paz. Das ist das Zimmer. Ich habe mir jetzt eine Cola gekauft als erstes und dann bin ich hier vorbeigelaufen und habe dieses Schild gesehen, Zahnarzt, und hier mit allem drum und dran. Und dann bin ich mal da reingelaufen und habe mit der gesprochen, die war auch schon da. Und das sieht ja alles sehr schäbig aus, aber hier sieht es ganz okay aus, wenn man so reinguckt. Hier richtiger Zahnarztstuhl, kann man das sehen vielleicht? Das sieht auf jeden Fall okay aus. Ich kann das natürlich nicht richtig beurteilen, aber ich habe mir gedacht, ja, wenn ich hier jetzt schon vorbeilaufe, das Schicksal sagt, frag die mal. Und die hat dann gesagt, ja, wenn Röntgen müsste man machen. Und da habe ich gesagt, ich habe Röntgenbilder. Vom dem letzten Mal noch, als sie mir die neuen Kronen in Chile gemacht haben. Und da ist der Zahn nämlich mit drauf. Und jetzt habe ich die geholt und dann hat sie gesagt, ja, in einer Viertelstunde treffen wir uns hier wieder. Und jetzt warte ich hier auf sie. Also, das Ding ist halt, dass ich hier mit der Cola beim Zahnarzt reinmarschiere. Naja. Ich bin gespannt und es ist vor allem 19 Uhr, also es ist nicht so, dass hier irgendwie normale Geschäftszeiten sind, sondern, weiß ich nicht. Aber das ist Bolivien, da läuft alles so. Also, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber der Zahn ist gezogen, also ob man die Betäubung sieht. Das war so, ich kann es mal kurz erklären, ich habe da einen Milchzahn, da ist kein anderer Zahn drunter und schon mit 16 haben die gesagt, ah ja, wenn du 30 bist oder so, fällt er irgendwann aus. Jetzt bin ich 44 geworden und jetzt hat er halt angefangen zu wackeln und es war entzündet und so weiter. Und es hat halt gestunken beim Atmen, weil das die Zahnfleisch sich zurückgezogen hat und dann war das da unten offen. Und jetzt hat die gesagt, ah ja, man muss ihn ziehen, da hilft nichts, der wächst nicht wieder fest. Sie hat sich die Röntgenbilder angeguckt und jetzt hat sie den rausgezogen. Jetzt muss ich mich erstmal hier ein bisschen hinlegen. Guten Morgen. Erstmal die gesundheitliche Nachricht. Habe ich so eine Kamera an? Ja. Zahn ist okay. Ist jetzt eine ungewohnte große Zahnlücke. Ja, man sieht es nicht so doll. Ist okay. Begeistert bin ich nicht, aber was soll ich machen? Ihr seht, Wetter ist so lala. Es regnet immerhin nicht. Das ist gut. Später soll es regnen. Mal schauen, ob das stimmt. Und ich habe jetzt das erste Ziel, ist Coroico. Das sind 80 Kilometer, 2 Stunden, meint Google. Und meine Klamotten, die sind halt alle noch nass. Ich habe es die ganze Nacht versucht trocknen zu lassen. Aber das ist alles noch nass. Aber jetzt wird es ein bisschen trocken geblasen. Es ist halt heiß, das ist ganz gut. Also die Jacke ist halt noch ziemlich nass. Die Hose ist nur so leicht klamm. Naja. Okay, jetzt geht's hier steil den Berg hoch. Bin ich gespannt. Wow, guckt euch das an, was für eine Straße.
Wow. Zehn Kilometer sind es auf dieser Straße hoch, ungefähr. Hälfte habe ich. Halt's Maul, ist nicht in sein Ernst. Krasser Scheiß. Fährt echt mit dem LKW hoch. Hier jetzt. Okay. Oh, halt das mir wirklich an. Ich glaube, ich habe es geschafft. Meine Güte. Das ist unglaublich. So, ich glaube, das ist der Plaza. Coroico. Crazy, Alter. So, ich habe in Coroico eine Unterkunft gefunden, 11 €. Das hier ist mein Zimmer. Und hier steht mein Moped. Ich wollte mal den Reifen zeigen hinten. Der ist jetzt echt schon. Ja, da ist noch 1 mm oder so. Da ist ein bisschen mehr. Aber in der Mitte ist er ziemlich flat. Ist nicht gut und da passt bei euch einen neuen. Muss ich einen neuen finden. Vorne ist gut noch. Hat die gleiche Laufzeit übrigens, ne? Der Unterschied. Total. Ja. Die ABS-Leuchte hat heute ein paar Mal aufgeleuchtet, aber das ist immer, wenn es irgendwie verdreckt ist. Ich glaube, dann reibt das oder so. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Ich mache jetzt hier die Drinks drüber und dann zeige ich das Highlight des Hostels. Es gibt nämlich... Achtung. Ja, kann man sehen. Eine fantastische Aussicht mit direkt unter der Bananenpalme durch. Treppen ist natürlich nichts für meinen verstauchten Fuß. Aber gut. Langsam, langsam. Jetzt kann man es erahnen. Die Aussicht auf die Berge und ein Pool.
Das waren 900 Kilometer raus aus dem Dschungel Boliviens. Einen Zahn musste ich zurücklassen, aber nun bin ich in Coroico und dies ist auch der Ort, wo die berühmte Todesstraße Boliviens endet. Und die werde ich in der Anschlussfolge in entgegengesetzter Richtung hinaufklettern. Ich sage extra Anschlussfolge, denn es wird nicht die nächste Folge sein, weil es ist bereits Ende Mai und mein Kalendervideo steht noch aus und außerdem gibt es Neues zu meinem Equipment aus Kolumbien. Das heißt, die 2 Folgen werde ich noch einfügen und dann geht's auf die Todesstraße. Ich hoffe, euch hat's gefallen heute. Ich möchte mich doch für die Unterstützung bedanken bei Friedrich, Kleine Laume, Thomas und Michael und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, euer Ruti.